Innovative Verpackungslösung, langfristige Partnerschaft, Kundenfokus. Herzlich willkommen zu unserem ersten Videoblog Rovema Insight Expect Excellence. Unser heutiges Thema ist ein Thema, was für sehr viele Unternehmen sehr wichtig ist, nämlich automatisierte Verpackungslösungen. Bei mir im Studio ist heute ein echter Experte auf dem Gebiet, Ingo Hamel. Er ist CTO bei Rovema und hat 26 Jahre oder über 26 Jahre Erfahrung in der Verpackungsbranche. Guten Tag, Herr Hamel. Hallo, guten Tag. Schön, dass ich hier sein kann, um über dieses für unsere Kunden und am Ende vom Tag für jeden von uns, für den Endverbraucher, so wichtige Thema zu reden. Ich freue mich sehr drüber. Herr Hamel, was macht denn Rovema als Anbieter für so Verpackungslösungen seit über 65 Jahren so besonders? Was Rovema so besonders macht, ist die Flexibilität, die wir haben, die Art und Weise, wie wir auf unsere Kunden eingehen, wie wir die Wünsche unserer Kunden erfüllen, letztendlich unser komplettes Know-how einbringen, um die Verpackungslösung für unseren Kunden zur Zufriedenheit zu lösen. Also für jeden Kunden ganz individuell genau das, was er braucht? Natürlich gibt es gewisse Standards in der Verpackung, aber am Ende vom Tag unterscheidet sich jede Verpackung, auch wenn der Verbraucher das auf den ersten Blick nicht sieht, unterscheidet sich jede Verpackung im Detail und wenn es auch nur die Folie und der Packstoff ist, mit dem das Produkt verpackt wurde. Okay, das klingt doch schon mal super, aber was bedeutet das denn ganz konkret für die Kunden? Ja, also was wir seit über 65 Jahren machen, ist im Prinzip, angefangen hat es mal mit der Schlauchbeutelverpackung, der klassischen, das Gummibärchentüte oder ähnliche Dinge, die man sieht, oder eine Kaffeeverpackung in einem Beutel. Das ist der Ursprung, aber dann ist auch sehr schnell die Verpackung für den weiteren Transport dazu gekommen und auch am Ende vom Tag die ladengerechte Verpackung, die dann dazu gekommen ist. Das heißt, Rovema bietet die komplette Lösung vom Verpacken des Produkts in einen Beutel bis hin zur Transportverpackung, die dann rein für logistische Zwecke oder auch für Präsentationszwecke am Point of Sales dient. Das bedeutet aber, es fängt ja nicht bei dem Beutel an, sondern wahrscheinlich schon weit vorne, oder? Weit vorher. Das fängt damit an, dass man sich natürlich darüber Gedanken machen muss, wie das Produkt der Maschine zugeführt wird, wie es dosiert oder verwogen wird, sodass es portionsgerecht abgepackt wird. Das gehört natürlich zum Projektumfang dazu. Am Ende vom Tag schafft man eine Automatisierungslösung, die bereits bei der Übernahme des Rohproduktes anfängt und dann endet, bis das Produkt auf der Palette steht, sodass es versendet werden kann. Es hört sich für mich auch so ein bisschen an, als wäre das Risiko wahrscheinlich ein bisschen geringer für Kunden. Natürlich, wenn man einen Anbieter hat, der sich um die komplette Verpackungslösung kümmert und den Prozess von Produktübernahme bis das Produkt auf Palette steht, automatisiert, dann beseitigt das viele Risiken. Risikominimierung ist ein großes Thema und auch die Ramp-up-Geschwindigkeit, wenn eine Linie in Produktion geht, bis sie unter voller Performance läuft und zu vollem Zufriedenheit mit einem guten Wirkungsgrad produziert. All diese Anlaufschwierigkeiten werden natürlich minimiert und dann im weiteren Lebenszyklus der Anlage hat man den Vorteil, dass man einen Ansprechpartner hat, einen Anbieter, der einem bei dem Betreiben der Anlage unterstützt. So eine Anlage, die läuft oftmals wesentlich länger als 10 oder 15 Jahre. Das ist keine Seltenheit, dass die 20 bis sogar 30 Jahre in Produktion ist. Okay. Herr Hamel, Sie hatten gesagt, dass es nicht nur einfach um die Konstruktion der Maschine geht und dann um Ausliefern, sondern dass das den kompletten Lebenszyklus umfasst, inklusive Planung. Wie sieht es denn da aus mit den Verantwortlichkeiten? Ja, das ist halt eine unserer Stärken. Über die Kompetenz, die wir haben, beraten wir nicht nur in der Eingangsphase, sondern begleiten natürlich auch über den Service. Aber um zurückzukommen auf das Thema Verantwortung, wir haben sehr gute ausgebildete Projektingenieure und auch ein ausgezeichnetes Vertriebsteam, welche die Anfragen des Kunden aufnehmen und sich in der Anfangsphase bereits um die Schnittstellen kümmern und nicht nur die Schnittstellen, sondern auch die Integration von erforderlichen Maschinenteilen, Aggregaten, die wir selbst nicht herstellen. Okay. Ja, wenn es um eine Mehrkopfwaage geht oder um eine Kontrollwaage oder ein Etikettiersystem, all diese Produkte kaufen wir für unsere Kunden gerne zu, integrieren die. Wir integrieren auch Produkte, die ein Kunde uns zur Verfügung stellt. Dann werden die in die Anlage integriert und bei uns im Hause zu dem sogenannten Vorabnahmelauf. Das ist ein Testlauf bei uns in der Fabrik,
wo der Kunde kommt und die Anlage abnimmt, sich von der ordnungsgemäßen Ausführung und davon überzeugt, dass die per Spezifikation funktioniert. Zu bereits diesem Abnahmelauf haben wir die Bauteile integriert, übernehmen somit die komplette Verantwortung für die Integration, koordinieren auch entsprechende Servicetechniker, die wir für die Inbetriebnahme vor Ort benötigen. Das geht bis hin zur Eichung von einer Kontrollwaage oder Kalibrierung. Eichung ist ein anderer Vorgang. Von daher nehmen wir dem Kunden jede Menge von seinen Sorgen ab, und er hat mit uns nicht nur weniger Sorgen in der Installation. Am Ende vom Tag schlägt sich das auch in finanziell nieder, weil wenn man mit uns ein Projekt plant, dann übernehmen wir die Verantwortung. Somit ist das Budget klar. Okay. In dem Moment, wo die Anlage verhandelt ist und die Anlage gekauft wird, muss er nur warten, bis sie installiert ist. Also das ist total effizient, würde ich sagen. Alles andere wäre ja auch so ein bisschen Ping-Pong, ne? Ja, das kann man in der Tat so sagen, aber das Ping-Pong entsteht dann, wenn vor Ort mehrere Hersteller zusammentreffen. Richtig. Und vielleicht gewisse Dinge übersehen wurden. Und das kann passieren. Da gibt es jede Menge kleine Dinge, die man im Vorfeld betrachten muss. Und das ist auch einer unserer Kompetenzen, dass wir halt sicherstellen, dass das Produkt zu der Verpackung passt oder in den Beutel passt, dass es dann in den Karton passt und auf die Palette passt. Diese sogenannten Produktlisten, die erstellen wir oftmals im Projektverlauf mit dem Kunden gemeinsam. Herr Hamel, ich komme noch mal ganz kurz auf unser Hauptthema zurück, um die Automatisierungskompetenz. Können Sie uns da noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen? Gut, Automatisierung im Verpackungsmaschinenbereich ist halt mehrdimensional. Automatisierung im Prinzip beginnt es mit dem Verknüpfen der Anlagenteile. Dass die Anlage zueinander passt, dass die Geschwindigkeiten abgestimmt sind aufeinander, dass Start-Stopp-Situationen gut verarbeitet werden von der Anlage. Und es geht dann halt weiter, dass man sich auf die heutigen Themen fokussiert, wie Ease of Use von einer Maschine, dass das User Interface, das Display an der Maschine einfach zu bedienen ist, dass es ein durchgängiges Konzept ist, dass ich mich an jeder Maschine der Anlage wiederfinde, an jedem Anlagenteil. Dass wir dann die nötigen Schnittstellen bieten für unsere Kunden, dass man Werte aus der Anlagensteuerung rausgibt oder natürlich eine VPN-Möglichkeit bietet, sodass die Maschine von extern gewartet werden kann, dass Updates aufgespielt werden. Das sind Themen, wo wir uns im Moment stark mit beschäftigen. Und auch insbesondere das Thema Wirkungsgraderfassung, Aufbereitung der Daten. Das sind Themen, die in der Automatisierung von einer Verpackungsanlage typischerweise eine große Rolle spielen. Und dann reden wir noch nicht mal über die Dinge wie Predictive Maintenance, wo die Maschine halt ihre Zustände monitort und entsprechend Signale gibt, wann irgendein Bauteil nachgeschmiert werden muss oder vielleicht verschlissen ist. Das ist aber auch schon so ein bisschen Zukunftsmusik. Da wollte ich sowieso gerade noch drauf eingehen. Wenn so ein Anbieter wie Sie 65 Jahre oder über 65 Jahre am Markt ist, geht es ja nicht ohne Innovation. Was denken Sie? Also die Innovationen in der Verpackungsindustrie, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, die waren, sagen wir mal, bis vor 5 oder 8 Jahren circa getrieben durch schnellere Ausbringleistung, höhere Siegelkräfte, bessere Beutelqualität. Da in diese Richtung wurden ganz viele Maschinen entwickelt. Im Moment sind wir eher in der Situation, dass wir uns mehr um die Bedienerfreundlichkeit der Maschine Gedanken machen müssen, dass wir uns um Themen wie Früherkennung von Verschleißteilen, mit diesen Themen beschäftigen. Natürlich kommt jetzt auch noch das Thema Cyber Resilience ins Spiel, wo wir die Steuerung fit machen müssen für das Thema. Aber ganz viel Innovation und Entwicklung findet natürlich bei den Packmaterialien statt und dass die Maschine geeignet ist, das zu verpacken. Über die letzten Jahre hatten wir zum Beispiel auch den Trend, dass man neue Verpackungsformen herstellen muss. Rowema hat mal in 1996 den Stabilosil-Beutel erfunden. Okay. Ja, das ist dieser Beutel, der diese Vierkanten gesiegelt hat, wie man eigentlich heute in jedem Regal stehen sieht im Supermarkt. Dann waren wir einer von den ersten, die diesen Beutel, auch ein sehr ansprechendes, wichtiges Produkt,
auf einer vertikalen Schlauchbeutelmaschine gefahren hat, die einen wesentlich kleineren Bauraum hat als Horizontalmaschinen. Das ist jetzt was für die Insider aus der, genau, für die Insider. Und diese Produkte jetzt, diese hochwertigen Beutel mit nachhaltigen Packstoffen zu fahren, da sind viele Entwicklungen reingegangen in die Siegeltechnik, in die Maschinentechnik. Und das sind im Moment die Trends in der Verpackung, die man einfach mit Entwicklungen versorgen muss. Sehr gutes Stichwort, Herr Hamel, Nachhaltigkeit. Das ist ein sehr wichtiges Thema heutzutage. Ich habe da mal was vorbereitet und habe mal was mitgebracht, was Sie mir vorher gezeigt haben. Ja. Was ist das? Was hat es damit auf sich? Das ist jetzt eine Verpackung, das ist ein Papierpackstoff. Ja. Das ist aber nicht die einfachen Papiere, wie man das jetzt sich so vorstellt, sondern in solche Packstoffe geht unheimlich viel Entwicklung rein. Ja, ich könnte jetzt sagen, weniger auf Seite von uns, das ist auch so, sondern die Packstoffhersteller haben hier wirklich viel mit zu tun. Die arbeiten aber auch sehr gerne mit uns zusammen, um ihre Packstoffe auf Maschinen zu testen und weiterzuentwickeln. Wo werden die getestet, die Packstoffe? Die werden bei uns im Technikum getestet. Okay. Wir haben einen Versuchsraum. Und in diesem Versuchsraum, um mal ein Beispiel zu geben, haben wir vorletztes Jahr, glaube ich, über 135 Tests von verschiedenen Packstoffstrukturen gemacht. Ob das Papier war oder ob das so ein Monoverbund war, da muss man schon sagen, die stehen im Wettbewerb. Weil ein einfaches Papier, damit geht es nicht, es müssen Barrierepapiere sein. Das heißt, das ist auch mit einer Barriere versehen hier, das Papier? Ja, natürlich. Sie haben ja in ganz vielen Produkten, das fängt schon bei der Bohne an, die fettet schon. Und wenn ich eine Bohne in ein normales Papier einfach verpacke, dann kriege ich irgendwann graue Abdrücke durch das Fett. Okay. Also Papiere müssen Fettbarrieren aufweisen, nicht für jedes Packgut. Ein Mehl zum Beispiel kann ich durchaus in ein partiell beschichtet, das heißt, dass er nur im Nahtbereich mit einem Siegelmedium beschichtet ist, in so ein Material verpacken, das zumindest in Europa sollte es ja atmen. In den asiatischen und südamerikanischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit sieht es wieder ganz anders aus. Okay. Also Packstoffe ist ein sehr, sehr spezielles und interessantes Thema, wo man alleine eine Riesensession mitfüllen kann. Im Technikum wird das ja alles getestet, aber da würde ich sagen, machen wir mal einen separaten Videoblog, oder? Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Das Technikum ist ein absolut wichtiges Thema für unsere Kunden, auch im Speziellen. Die fühlen sich da sehr wohl, die können mit uns in einer guten Umgebung ihre Tests machen, um halt auch diese Sicherheit ins Projekt reinzubringen, dass es mit diesem Packstoff ein gutes Produkt wird, ein gutes Produkt für den Endverbraucher wird. Das ist eines unserer großen Standbeine und sicherlich eine Session wert, ja. Wir haben über Testmöglichkeiten gesprochen, aber was bedeutet das denn jetzt für Kunden, die schon eine Maschine haben? Ja gut, die Testmöglichkeiten und auch die Entwicklungen, die wir machen, die sind natürlich wichtig für unsere Kunden im Markt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir haben 30.000 Maschinen geliefert in der Lebenszeit von Rowema. Wow. Wir haben noch über 6.000 Maschinen aktiv im Service. Und natürlich entwickeln wir für diese Maschinen auch Nachrüstsätze. Und es ist ein ganz großer Teil unserer Testaktivitäten, Packstoffumstellungen mit den Kunden bei uns zu testen. Und aus diesen Tests ergeben sich halt Entwicklungen und Nachrüstsätze für die Kunden im Markt. Das heißt, der Lifecycle Service, so nennt sich die Abteilung bei uns, ist ein sehr großer Anteil unseres Geschäfts und ist ein sehr wichtiger Baustein, um unsere Kunden über die lange Laufzeit von den Anlagen wirklich professionell zu betreuen, mit dem, was die am Ende vom Tag auch brauchen, die Unterstützung. Das klingt nach einem sehr, sehr umfassenden Ansatz. Aber wie können Sie denn jetzt garantieren, dass so Lösungen auch langfristig funktionieren? Das langfristig Funktionieren ist erstmal Hauptbasis, ist eine gute Maschine, das kauft der Kunde bei uns. Dann geht es natürlich weiter, wenn er die vor Ort stehen hat, fangen wir mal vorne an, dann braucht er einen Partner, der sein Bedienpersonal schult. Und das geht bei uns los mit einer Schulung während des Vorabnahmelaufs bei uns im Hause. Dann bieten wir E-Learnings an, da kann der Kunde seine Bediener schon mal in Sicherheitsthemen der Maschine sich über E-Learning, kann er die einweisen lassen. Er kann aber auch über E-Learning weitergehen und kann die Grundfunktionalitäten der Maschinen schulen. Ersetzt natürlich meistens nie, dass ein Trainer vor Ort kommt und die Leute dann auf der Maschine trainiert.
Also es wäre der Bestandteil Training. Und der ist nicht nur am Anfang des Maschinenlebenszyklus, sondern immer wieder. Die Personen ändern sich über die Zeit, über die Laufzeit. Ja. Und Trainings sind immer ein guter Hebel, um die Efficiency von einer Anlage zu heben. Das kann man auch nachweisen. Also das ist durchaus so, dass das sehr effektiv ist. Und dann geht es halt weiter. Wir haben über eine lange Lebenszeit gesprochen. Alle Entwicklungen, die wir machen, gerade im Steuerungsbereich, gehen dahin, dass wir eine Steuerung haben, die auch in 10 oder 15 Jahren noch geserviced werden kann oder aufgerüstet werden kann. Das sind die großen Bestandteile, eine gute Schulung zu bieten, einen guten Service zu bieten und auch die Maschinenbauteile nachzuhalten. Also das ganze Paket ist schon gedacht bei uns und wird entsprechend mit Entwicklungen und mit Service begleitet. Ist das dann der sogenannte Retrofit? Habe ich das richtig verstanden? Retrofit gibt es auch. Das ist dann einer der letzten Bausteine im Leben einer Maschine. Okay. Dann kommt sie zurück, dann wird sie vielleicht wieder angekauft, weil eine neue Maschine verkauft wird und kann dann bei uns im Werk, entweder wir kaufen sie zurück, überholen die für einen anderen Kunden. Ja. Oder wir überholen sie komplett bei uns im Werk und liefern sie wieder zurück an den Kunden. Dieser Baustein Retrofit, der wird auch bei uns, ist Teil des Geschäftsmodells. Also alles, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, klingt ja nicht so, als wären Sie einfach ein reiner Anbieter, sondern das klingt ja wirklich nach einer richtigen Partnerschaft, richtig? Das ist auch so. Und es ist am Ende vom Tag ein Investitionsgut. Es ist kein Kühlschrank, den ich einmal kaufe und dann irgendwann beiseite stelle. Ja. Es bedarf dem Austausch zwischen Lieferant und zwischen Kunde, manchmal auch mit Folienhersteller. Das sind eigentlich die 3 Eckpfeiler, die unsere Projekte definieren. Ja, es gibt den Erfahrungsschatz, den wir haben aus den 30.000 Maschinen und den 200 Projekten im Jahr. Es gibt die 15 verschiedenen Branchen, in denen wir uns so typischerweise bewegen. Und dann gibt es am Ende vom Tag noch die ganzen Packstoffe. Ja, und irgendwo da ist auch noch der Kunde, der ist eigentlich im Zentrum von allem, was wir tun. Und für den ist es halt wichtig, dass wir uns in diesen 3 Ecken, also Projekte, Produkte und Packstoffe, bestens auskennen und ihn dann auch über die Lebenszeit seiner Maschine beraten können. Wenn heute jemand kommt zu uns und sagt, Mensch, wie sieht es denn aus mit nachhaltigem Packstoff für Milchpulver oder für Kaffee oder irgendwas, wo ich eine Barrierefolie brauche, dann können wir ihm Unterstützung bieten. Ja, Beratung und auch Tests und Umbau der Maschine. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Rovema bietet erstmal Komplettlösungen. Rovema sieht sich aber als Partner und nicht nur als Anbieter, was alles natürlich minimierte Risiken für den Kunden bedeutet, richtig? So ist es, ja. Wir sind am Ende angekommen, Herr Hamel, aber ich habe noch 3 kurze Fragen an Sie, bevor Sie gehen dürfen. Die würde ich gerne in jedem Videoblog am Ende mal stellen. Was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht CTO von Rovema geworden wären? Das ist eine gute Frage. Also im Prinzip bin ich technikbegeistert. Es ist schwierig zu sagen. Also als ich in meiner Schulzeit war, hatte ich mir immer vorgestellt, Applikationstechniker, irgend sowas oder in einem Testlabor zu arbeiten. Eigentlich gibt es für mich wenig Auswege, außer irgendwas mit Technik zu machen, muss ich schon sagen. Und ich hatte halt das Glück, dass ich sehr früh wusste, dass ich einen technischen Beruf ausüben möchte, also von meinem Inneren her. Und von daher wäre ich irgendwas geworden im technischen Bereich. So einfach ist das. Okay, die zweite Frage. Was machen Sie als erstes, wenn Sie morgens in die Firma kommen? Also wenn ich durch die Tür gehe, dann gehe ich als erstes tatsächlich am Postfach vorbei. Auch das gibt's noch. Und dann hole ich mir einen Kaffee. Okay. Und dann schalte ich halt den Rechner ein und schaue, was so an E-Mails eingeschlagen ist. Und das ist so der allererste Abschnitt am Tag, ja. Okay, und letzte Frage, dann haben Sie es geschafft. Warum macht Ihnen Ihr Job so ganz besonders Spaß? Wovon ich mal ausgehe. Ja, warum macht das Spaß? Weil wir haben darüber gesprochen, die vielen Branchen, die vielen Lösungen, die wir haben. Es ist einfach, Automatisierung muss man mögen, wenn man Technik mag. Das ist einfach vielseitig. Es ist immer wieder eine neue Aufgabenstellung. Es hat in den 26 Jahren eigentlich kein Jahr gegeben,
wo man die gleichen Produkte gesehen hat jeden Tag. Ja, ich denke, wenn man halt in einem Serienumfeld sich bewegt, wo Serienprodukte gebaut werden, dann werden die über viele Jahre optimiert und verbessert. Aber das sind halt wirklich sehr detaillierte und sehr, sehr kleine Themengebiete, die da optimiert werden. Und in der Automatisierung ist es vielfältiger, flexibler und abwechslungsreicher. Das ist einfach das Wichtigste für mich. Deswegen macht mir das so unheimlich viel Spaß. Herr Hamel, vielen Dank, dass Sie heute bei mir im Studio waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, war schön. Das war die erste Folge von ROWEMA Inside Expect Excellence. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie konnten einige wertvolle Informationen mitnehmen. Wir packen noch ein paar weitere Informationen in die Shownotes und ich habe die Webseite eingeblendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal, Herr Hamel, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.